Perfektion entsteht immer dann, wenn man präsent ist. Bei dem Projekt hat uns interessiert, wie sich Präsenz und Perfektion zueinander verhalten. Also Perfektion gar nicht verstanden als etwas, das von außen gesetzt ist, sondern als etwas, das mit einer inneren Verbindung zusammenhängt. Also ich bin Gabriele und ich bin die Choreografin und die Leiterin von dem Projekt. Und ich bin Anna und ich mache die choreografische Assistenz. Das ist Ronny Hensler. Ich bin Fiona McKenzie. Wir machen hier die Musik für diese Performance. Wir produzieren Musik vor und spielen dann noch live da drauf. Ich bin Isabel und ein Traum von mir war schon immer, dass ich in zeitgenössischem Tanz mal auch aktiv sein kann. Ich bin Marianne. Ich wollte einfach mal erleben, wie sowas Professionelles aussieht. Ich bin die Sabina und ich stehe gerne auf der Bühne. Das lässt mich nicht in Ruhe. Ich habe immer wieder Lust, sowas zu machen. Also wir haben bestimmt schon ein Jahr Vorlauf mit diesem Projekt und im Prinzip proben wir erstmal mit dem Ensemble und schauen, dass die so ein Gefühl haben für das Thema. Also wir hatten Present Perfect eben als Thema, wir haben ganz viel dazu improvisiert, ganz viel experimentiert. Wie bekomme ich das hin, das in ein Stück zu transportieren? Also kann ich diese Konzepte tatsächlich tänzerisch sichtbar machen? Das war eigentlich auch so das große Abenteuer von so einem relativ philosophisch abstrakten Thema. Dann sprechen wir ganz viel über Stimmung eigentlich. Also es wird nicht über Instrumentierung gesprochen, da möchte ich gerne ein Schlagzeug und da möchte ich Streicher oder was auch immer. Und es ist natürlich so, dass der Tanz auch nochmal wirklich eine ganz andere Wirkung hat, dadurch, dass eben Live-Musik da ist, dadurch, dass wir so fantastische Kostüme hatten und dadurch, dass das Lichtdesign so ausgefeilt war. Ja, der Weg ist das Ziel. Also ich habe auch echt viel Spaß an den Zeiten, wo wir uns treffen. Und für mich ist es auch wichtig, dass eine gute Atmosphäre in der Gruppe ist. Present hat ja auch eine Doppelbedeutung, nämlich auf der einen Seite Präsenz und auf der anderen Seite Geschenk. Also meine Präsenz ist ein Geschenk an die Welt. Ich bin so in Ordnung, wie ich bin und ich muss gar nichts extra machen, sondern ich muss einfach zu mir stehen, einfach sein. Ich bin. Und das hört sich so einfach an und ist es überhaupt nicht. Wir haben uns viel mit Perfektionismus auseinandergesetzt und natürlich Präsenz. Das ist ja eines der Hauptthemen bei Aufführungen, egal in welcher Kunst du steckst. Ich habe ja versucht schon, als ich aufhörte zu arbeiten, möglichst Perfektes auszuräumen aus meinem Leben. Es ist auch schwer, davon abzurücken. Also auch jetzt hier zum Beispiel. Natürlich versuchen wir das hier perfekt auf die Bühne zu bringen und sind damit konfrontiert, dass es vielleicht ein bisschen wenig Probenzeiten gab oder dass wir an unsere Grenzen stoßen, was die Technik angeht. Und dann muss man damit sich arrangieren. Und das ist aber auch eine gute Übung. Und das ist gar nicht so leicht eigentlich davon, das loszulassen. Da übe ich mich also schon drin. Weil ich schon glaube, dass das viel auch mit Lebenserfahrung zu tun hat. Dass der Wunsch so stark wird, das alles lassen zu können und trotzdem aktiv zu sein. Und dem Moment, es gibt nur den Moment des Lebens. Es gibt für mich nichts Vergleichbares als das Tanzen. Da komme ich einfach total in den Moment. Das ist wirklich Fokus.
unsere Ältesten, das sind meine Vorbilder inzwischen. Sie sind sowas von diszipliniert und weise dabei. Atemberaubend, aufregend. Das wird einfach gut. Kribbelig und spannend. Eine bunte Aufregung. Super. Wird immer super. Und jetzt heißt es genießen und irgendwie Spaß haben und reingehen. Ja, also das wird perfekt. Es wird ein Knaller. Ja, und wenn ich uns sehe, denke ich eben an Gabriele, die sagt, ich möchte es sichtbar machen, was, wenn man älter ist, alles möglich ist und was in uns Menschen drinsteckt.